Physik haben sie noch umentschieden. Ja, es tut mir wirklich furchtbar leid, wie ich mich das letzte Mal benommen habe. Ja, es war einfach das erste Mal für mich und scheinbar ja, sind die Nerven mit mir durchgegangen. Es tut mir wirklich leid. Haben Sie öfter solche Wutausbrüche? Nein, überhaupt nicht. Also, ich war total erschrocken von mir selbst, wie ich auf einmal so aggressiv geworden bin. Und nein, es tut mir wirklich leid. Mir war es recht, wenn wir wieder von vorne anfangen konnten. Wie Sie wollen. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, wir gestalten die Therapiestunden so, wie Sie das wollen. Ja, und über was reden wir jetzt? Also, Das entscheiden Sie. ja, das haben sie mir schon mal gesagt. Ja, es ist halt, ich bin ein bisschen durch den Wind, es tut mir leid. In der Arbeit geht es drunter und drüber. Ja. Erzählen Sie mir davon. Nein, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, dass es viel interessantere Sachen gab, über die wir reden konnten. Über was reden Sie denn eigentlich mit den anderen Patienten denn so? Frau Zahner, Sie wissen, dass ich über andere Patienten nicht reden darf. Ich weiß, es war nur ein bisschen ein Test, damit ich mir sicher sein kann, dass Sie bei den anderen auch nicht über mich reden. Aber wie ich merke, sind Sie eine gute Psychologin. Danke. Ja, bitte gern. Ja, vielleicht sollte man doch über meinen kleinen Wutausbruch vom letzten Mal reden. Vielleicht habe ich ja so in mir drinnen eine unterdrückte Wut oder so, ja, über die wir reden konnten. Weil ich war wirklich erschrocken, wie ich dann da so ganz plötzlich so aggressiv geworden bin. Nein. Und eigentlich, ich bin ja ein total unkomplizierter Mensch und immer nett zu alle und liebenswürdig und ich war wirklich von mir selbst erschrocken, wie das beim letzten Mal war. Ja. Nicht einmal mit dem Thomas kann ich gescheit streiten. Also nicht einmal das geht. Ich war wirklich erschrocken. Wahnsinn. Sie reden ziemlich oft über Ihren Freund. Ja, der Thomas ist so super. Er ist einfach ein totaler Glücksgriff für mein Leben und ich liebe ihn einfach so sehr und er macht mich einfach so glücklich. Ja, apropos, vorgestern haben wir unseren Jahrestag gefeiert. Wissen Sie, was er mir geschenkt hat? Rosen. Er hat mir 99 Rosen geschenkt. Und im Juli fahren wir dann am Gardasee. Ich weiß nicht, warum sich er das gemerkt hat. Er ist einfach so aufmerksam. Ich war damals mit meinen Eltern dort im Urlaub. Wie alt warst du, wie es mit Ihren Eltern auf Urlaub waren? Da war ich ungefähr 6 Jahre alt werde ich gewesen sein. Meine Eltern, die haben nie viel Geld gehabt. Meine Mama war krank und ja, der Papa hat nicht viel verdient, aber ja, das haben sie sich erspart, damit sie in einem einzigen Kind halt einen Urlaub ermöglichen können. Und vorher und nachher waren wir nie wieder im Urlaub. Aber ich denke mal, so ist ein Urlaub wenigstens was Besonderes. Oder finden Sie nicht? Mag schon stimmen, ja. Ja, sehen Sie. Und wahrscheinlich bin ich ja deshalb so ein sparsamer Mensch. Ich meine, ja, ich habe einen gut bezahlten Job, aber ich lebe halt nie über meine Verhältnisse hinaus. Ich finde, Geld ist einfach nicht wichtig. Eine Uhr habe ich ihm gekauft. Wir waren da in so einem Geschäft und ja, da hat er sich eine Uhr gesehen, eine Dieseluhr. Und die hat ihm so gefallen und wie er dann zum Bankomaten gegangen ist, habe ich sie ihm gekauft. Ich denke mir einfach, dass das die wichtigen Sachen sind im Leben. Dass man ja, sich gegenseitig kleine Aufmerksamkeiten macht, dass man ja, so kleine Geschenke oder sowas, das sind wichtige Sachen. Haben Sie eigentlich einen Mann? Frau Zahner, vergessen Sie nicht, es geht hier nicht um mich. Ja, stimmt. Haben Sie schon ein paar Mal gesagt. Naja, auf jeden Fall waren wir dann gestern am Nachmittag dann nur spazieren und ja, es war einfach ein total schöner Tag. Die Uhr, die du mir geschenkt hast, die ist wirklich schön. Gefällt's dir? Sonst hätte ich das schon gesagt, oder? Hast du eigentlich schon einen Urlaub gebucht? Nein, weil ich weiß ja nicht, wann du Urlaub hast, oder? Aber ich glaube, im August ist noch was frei. Da kommt man fahren. Passt. Dann buchen wir morgen nach der Arbeit, okay? Das ist schön. Du, wo hast du eigentlich die ganzen Rosen her? Musst du wirklich alles wissen? Ich gebe eh schon eine Ruhe. Hast du das auch gehört? Da war doch irgendwas. Was? Thomas?
wir sind dann nur eine Zeit sitzen geblieben und danach hat er mich noch zum Essen eingeladen. Es war gestern einfach, ja, so ein total schöner Tag. Haben Sie nicht gesagt, Sie haben vorgestern Ihren Jahrestag gehabt? Vorgestern? Achso, ja, natürlich, Mittwoch. Ja, natürlich. Siehst, in der Arbeit geht es gerade drunter und drüber und es verwechselt sich sogar schon die Tage. Na Wahnsinn. Na, auf jeden Fall, gestern war es dann so, genau, ich war dann den ganzen Tag in der Arbeit und auf die Nacht haben wir dann den Urlaub gebucht. Ich sag's Ihnen, mit Pool und nein, also wirklich was Schönes. Wenn Sie wollen, ich konnte Ihnen die Buchungsbestätigung ausdrucken, wenn Sie einmal im Gardasee fahren wollen. Wirklich zum Empfehlen. Frau Zahner, darf ich Ihnen jetzt einmal ganz was anderes fragen? Ja, natürlich. Seien Sie ehrlich zu mir? Was soll leicht die Frage jetzt bitte? Natürlich bin ich ehrlich zu Ihnen. Na, ganz ernsthaft. Sie müssen ihn meinetwegen nicht verstehen. Wer versteht Sie denn da? Ich meine, hallo, natürlich bin ich ehrlich zu Ihnen. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich vorgestern den Jahrestag gefeiert habe und gestern war er in der Arbeit. Meine Güte, habe ich halt die Tage ein bisschen verwechselt. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt eine Frechheit von Ihnen. Dass wir sowas unterstellen. Ich unterstelle Ihnen gar nichts. Es war eine ganz normale Frage. Sie kommen mir heute nur um einiges nervöser vor als beim letzten Mal. Ja, wie gesagt, in der Arbeit geht es gerade drunter und drüber und ja, gut schlafen tue ich auch nicht. Sie haben Schlafprobleme? Ja, beim Einschlafen. Um genau zu sein. Wie lange schon? Ja, circa eine Woche würde ich sagen. Also seitdem das erste Mal bei mir waren. Ja, das kann stimmen, ja. Ungefähr. Es hängt oft mit Stress zusammen. Mit Stress. Naja, siehst, das kann es dann sein. Jetzt die ganze Arbeit und ja, da geht es einfach drunter und drüber. Es gibt Tage, da tut sich überhaupt nichts. Ja, da ist schon fast tote Hose, um genau zu sein. Und ein anderes Mal wieder, da ist so viel los und ja, da weiß man gar nicht, wo man zuerst hinrennen soll. Ist Ihnen während der Sitzungen was unangenehm? Na, unangenehm ist mir gar nichts. Ich mein, ja, unangenehm war mir nur, dass ich mich ja, bei Ihnen einfach so aufgeführt habe beim letzten Mal. Aber sonst, ich bin einfach so gern bei Ihnen und mit Ihnen kann man über alles so schön reden. Nein, also sonst ist mir wirklich nichts unangenehm. Das ist wichtig. Ja, total. Haben Sie schon Tabletten genommen, damit Sie besser einschlafen können? Tabletten? Ich? Nein, also ich nehme keine Tabletten. In meinen Augen sind die ganzen Pharmaindustrien, das sind alle Verbrecher. Haben Sie das schon gehört? Scheinbar erfinden die erst ein neues Medikament und dann im Nachhinein erst die Krankheit dazu zum Erfinden. Also Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Wer hat Ihnen denn das erzählt? Naja, ich habe das im Internet gelesen. Ich weiß, brauchen Sie jetzt gar nicht sagen. Man sollte im Internet nicht alles glauben. Aber vorstellen konnte ich mir das schon, ganz ehrlich. Sie haben also noch nie gegen irgendwas Tabletten genommen? Ja, natürlich, ich habe schon mal so einen richtig schlimmen Zahn gehabt, so eine ganz wilde Entzündung. Da habe ich was nehmen müssen, weil das hätte ich nicht ausgehalten, wirklich nicht. Aber sonst, nein, ich bin nicht einmal gegen irgendwas allergisch. Im Gegensatz zum Thomas, der ist ja sowieso auf alles und jeden allergisch, was es nur gibt. Ja. Aber ich nehme nie was. Gegen was ist der Thomas leicht allergisch? Ja, Pollen, Gräser, alles mögliche. Und auf den Simba, auf meinen Kader, auf den ist er ja auch so allergisch. Das ist ein Wahnsinn. Da ist er richtig arm. Der Simba? Ja, mein Kader. Ich hab mir gedacht, Sie haben keine Haustiere. Ja, nein, habe ich eh nicht. Also, der Simba lebt nicht mehr. Der ist zusammengeführt worden von einem Auto damals. Den habe ich geschenkt gekriegt von meinem Opa, väterlicherseits, genau. Und ja, eines Tages ist halt da ein Auto gekommen und der Simba ist halt nicht mehr. Ich meine, es hört jetzt vielleicht ein bisschen besser an, aber ja, für den Thomas war es halt eine Erleichterung, weil immer das
Augen sind immer grüner und Nasen und ja, jetzt ist halt das Simba nimmer und ja. Wollen Sie nicht Raum gehen? Ich heb während einer Sitzung nie ab. Ja, was ist, wenn das ein Notfall ist? Dann ruft derjenige sicher nur mehr an. Nein, um Gottes Willen. Also ich konnte das nicht. Ich schaffe das nicht, dass ich da einfach nicht Raum gebe, wenn die ganze Zeit das Telefon lädt. Da war ich viel zu neugierig. Stören Sie ihn einfach nicht dran, das Leid. Ja, was ist, wenn es wirklich ein Notfall ist? Ich meine, Sie müssen da ja rangehen. Das Telefon ist nur für Termine. Für Notfälle habe ich mein privates Telefon. Ja, was ist, wenn es ein terminlicher Notfall ist? Also ganz ehrlich. Wie ist denn das Verhältnis zu Ihrem Chef? Ja, gut, aber bitte heben Sie jetzt bei dem Handy an. Ich halte das nicht aus, ehrlich. Frau Zahner, bitte. Na, bitte. Heben Sie doch ab. Mich stört es wirklich nicht. Sie können doch nicht anheben. Wie verstehen Sie sich denn mit dem Vorgesetzten? Ja, gut. Also er ist ein richtig netter Mann und na, bitte heben Sie jetzt endlich bei dem Telefon ab. Ernsthaft. Ist schon vorbei. Sehen Sie. Ja, ist ja besser so. Also den Klingelton, haben Sie den selber ausgesucht? Der ist ja wirklich schrecklich. Entschuldigung, aber... Wie lange sind Sie denn dort schon angestellt? Seit 3 Jahren jetzt. Und taugt Sie noch? Ja, total.